I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Mädchen, was ist denn los mit dir? Okay, was ist das da hinten? Da leuchtet was. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Okay. Das ist cool. Aber warum träumt sie das jetzt gerade nur? Rabbits. Nein, oder? Oh mein Gott. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Mädchen, was ist denn los mit dir? Hast du in der Zeit irgendwelche Bücher gelesen, die du vielleicht gar nicht lesen solltest? A mama rabbit. What? She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Hä? Bitte was? Hallo? Was? Warum sind wir ein... ich bin ein Landhund. Oh mein Gott, I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Träumt sie das alles? Das kann sie nur träumen, ganz ehrlich. Also, sollen wir jetzt... Angriff oder wie sehe ich das hier? I wanted fat, juicy seals. Fette, saftige Seehunde. Das ist echt ein bisschen... I tore off her flipper, and it tasted really good. Oh Mädchen, was ist denn los mit dir? Ja, das ist jetzt halt Natur, ne? Das ist normal, aber... I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Okay. Tintenfisch oder... Geht das? Ah, alles klar. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Monster, wir sind ein verdammter Hentai-Wurm. Könnte eigentlich sein, dass das ein Tentakel ist. I was big, but I moved real quiet. Wo ist er? Ja! Ah! Oh mein... Oh! Der ist definitiv ein Hintergrund. I wanted to stop, but also I didn't.
Und natürlich muss es der Captain sein. Das Mädchen war definitiv verstanden. Bitte? Diese schallende Geräusche, das ist so cool. Die Art ist cool. After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, we smelt into me. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. In ein altes Rohr. Guter Geruch. Das frage ich mich eigentlich noch. Das Mädchen ist so oder so gestorben. Nein, 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 nein. Jetzt hoch, bitte. Vor allem sehe ich das richtig. Was bitteschön ist das denn für ein Scheißhaus? I got closer and closer. Oh, das ist doch... Ich glaube, wir wissen, wie Molly gestorben ist. All my stomach started growling. Meg? And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Okay. Soll sie wirklich durch so einen Hentai-Wurm gestorben sein? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ich will jetzt nicht gleich fett sagen, aber sie scheint ziemlich stämmig gebaut. Das würde vielleicht erklären, warum die auch so einen Hunger hat. Aber trotzdem ist das nicht echt ein bisschen... I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Ist das nicht echt ein bisschen übertrieben gerade gewesen, so mit dem... Ich vermute, wir waren ein Tintenfisch, deswegen liegt ja auch einer oder eine Qualle oder was auch immer. Ist auch egal, auf jeden Fall war es eklig. Das ist nicht dein Ernst, oder Mädchen? Nimm die Tür wie jeder normale andere Mensch. Oh, bist du verrückt? Das ist natürlich... This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Okay. Auf jeden Fall auf einer Insel, ist ja klar. Was ist da unten? Außen so ein, naja, Steg. War mal ein Steg. Hier sind wir... Ach, alles klar, jetzt sind wir in dieser, ich sage mal, Wohnzimmer-Bücherei. Aber ist die eigentlich noch ganz sauber? Die sind schwanger. Die läuft hier oben auf diesen Palisaden rum. Unglaublich. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room.
Ruppy. Rob. Ruppy. Ruppy. Der hatte ziemlich viele. Waren das alles Wellensittiche? Ja, Allgemeinvögel. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Okay. Warum sind hier alle gestorben? Ist hier irgendwas... Okay, jetzt wieder diese Sauerstoffflasche. Ist hier irgendwie was ausgebrochen? Irgendwie... Her room was like a museum. Ich glaube, wenn ich mir... For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Okay. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Okay, also ist so ein, naja, halt ein scheiß Familienfluch auf dieser Familie oder auf uns. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Okay. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ah, hier vorne sieht man das alte Haus, was durch den Sturm halt versunken ist oder halt gekentert ist. Und da hinten bauen sie anscheinend das neue. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Hier der Schornstein, schön zu sehen. Das war's. Gut. Odin. Ach, haben wir wieder was. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Okay. Sven und Edie. Er musste wahrscheinlich, oder hat Sauerstoff bekommen. Das ist doch Sauerstoff, oder? Ja. Ja. Und musste Tabletten nehmen. Oder sie, oder er, ich weiß jetzt gar nicht, wie jetzt. Das ist Odin. Odin ist das hier, ne? Ja. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Sven. Moment. Ist das nicht die norwegische Flagge? War er Norweger? Oder ist unsere Familie norwegisch? Sven ist doch so ein typischer norwegischer Name, oder? Jetzt bin ich echt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich interessiere mich für so eine Scheiße. Das ist ja eigentlich völlig Bums. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Was für ein Maulwurfmann. Okay. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Wann wurde es 1937 gebaut von Aaron? Aaron, sehe ich das richtig? Ist das Aaron? Aaron Finch? Ist der hier mit aufgelistet? Nein. Hä? Ist doch er. Oder soll das Sven heißen? Das könnte auch Sven sein. Und hier steht doch, Sven ist da. Sven. Warum ist sein Blatt ab? Warum stammt man genauso wie Sanjay oder... Das Blatt ist auch ab. Okay. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother.
war im Endeffekt die Oma hier, klar, die Uroma, Mensch, der stand da gerade hier vorne dran jetzt, ja, alles klar, ich muss echt mal ein bisschen aufpassen. Und das war ihr Bruder, wenn ich jetzt nicht recht entsinne. Also, glaube ich, war sie im Rollstuhl, nicht unser Bruder. Okay. Ist es das, was wir gesehen haben? The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. Klasse. It was a pretty big trace. Oh mein Gott. Ich würde mich nicht mal bei meinem Geschäft hier drauf wohlfühlen. Warum ist hier eine Pulle Fudel daneben? Ja, wahrscheinlich braucht man die, wenn man hier abknötert. Auch hier sind wieder Tabletten. So, ist hier noch irgendwas? Die Tür ist ja zugeschäumt. Ja. There's a secret in this bathroom. Okay. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Das ist cool. Ich hatte als Kind auch solche Bücher gehabt. Ich wollte vielleicht nochmal... Oh mein Gott. Und wie schafft sie das da mit ihrer Kugel durch das Loch durchzukommen? Ich meine mal, ich bin fett und würde hier schon Probleme haben, hier durchzukommen. Was haben wir da? Wir haben einen Ring vielleicht der Ring von ihrer Mutter und dann noch irgendwas anderes da dran. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Okay, er hat gerne Fotos gemacht. So wie es aussieht, war er auch begeisterter Jäger gewesen. Naja gut, das ist halt nur mal... Auch wenn das immer, sag ich mal, zur heutigen Zeit immer so ein Thema ist, aber wer leben will, muss essen. So einfach ist es nun mal. Sie duckt sich allein. Milton. Milton hat... Ist das Bier? Das sind Bierdosen, oder? Auf jeden Fall hat Milton. Ach, jetzt sind wir in dem Zimmer, was geteilt ist. Okay. Fort Kelvin. Schön. Fort Sam. Tja. Waren das Zwillinge gewesen? Moment, ich muss mal kurz nachschauen. Sam 1950. Ja. Also man kann es jetzt denken, dass es Zwillinge sind. Muss ja nicht sein, die können ja beide im gleichen Jahr auch einfach nur geboren sein, aber... I knew Grandpa Sam had a twin. Zwillingsbruder. Meine Frage hat sich geklärt. And that he never talked about him. Okay. Bei ihm fehlt die Brücke. Und ich glaube, so wie das aussieht, ist Sam so dieser... Weiß ich nicht, ja, der begeisterte Jäger, Schütze oder was weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht gleich waffennah sagen, aber warum ist eine amerikanische Flagge? Und er, Calvin, war so dieser typische, naja, Junge, der vom Weltraum träumt. Okay. 1961, wie lange hat denn hier keiner mehr umgeblättert? I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Weil das Zimmer schon echt cool ist, als hätte die auch gern so eins gehabt. Okay. Da werden wir mal Calvin seine Geschichte sehen. Oder? How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Okay, wir haben uns das Bein gebrochen. Sehe ich das richtig? Ja. Und der Ach, da ist unser Bruder. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore
he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Wer bitteschön baut das? Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Bruder haut ab. Aber I told him going around was impossible. das ist doch scheiße gefährlich, die Schaukel so zu bauen. In welcher Fahrt oder Mutter Maybe lässt if du I das? hadn't said that. Das hat doch wirklich einen Überschlag, oder? Gott. Bitte fall jetzt da nicht runter. Oh Gott. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Irgendwie so in Motion Blur Effekt. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Der schafft das jetzt wirklich, oder? Oh mein. Wow, er hat's geschafft. The day he made up his mind to fly. And he did. Jetzt weiß ich, was hier gerade los ist. Ich denke mal, das wird man erst schon mal in einer Aufnahme gehört haben, dass er ständig so rattelt und krattelt. Ich habe versehentlich meinen Controller mit angeschlossen. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ja. Er starb also mit einem Überschlag. Also sehe ich das richtig, dass es halt sein Ende war. Also man kann davon ausgehen, er ist von der Schaukel gefallen wahrscheinlich und in die Tiefe. Ja, nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema, was jetzt hier gerade so vibriert hat, wenn ihr es gehört habt. Und vielleicht schon mal davor. Nein, das war kein Vibrator, das war mein Controller gewesen. Den hatte ich ungünstigerweise an der Tischkante vom Schreibtisch liegen gehabt. Und jedes Mal, wenn jetzt gerade hier irgendwas Spektakuläres passiert, vibrierte der. Und ich dachte mir erst gerade schon mal hier, was ist denn das? Ich hab's rausgefunden. Gut. Das war also Calvin seine Geschichte. Ich weiß schon, worauf das hier hinausläuft. Wir werden jetzt hier von After the jedem... funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier einem nach dem anderen halt nachforschen, was hier passiert ist. Hier kommen wir... Nein, er hat seine Brücke weggemacht. Gibt's hier sonst noch was? Das ist eigentlich schon... Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Okay. Wenn man sich das überlegt, das ist eigentlich schon bitter, oder? Boah. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er wirklich nach dem Überschlag, wenn der Überschlag überhaupt stimmt, genauso wie die Sache mit Molly, ich kann mir das nicht vorstellen, das ist Fantasie, aber der Gedanke, dass er so nah an der Klippe dort geschaukelt hat, boah. Okay, hier geht's weiter. Boah, ich brauche das unbedingt für zu Hause, solche Ritze. Das ist so cool. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ja, Mädchen, du bist schwanger. Was tust du dir und deinem Baby eigentlich an? Das habe ich erst schon ein paar Mal gesagt. Moment, hier sind wir doch wieder im Floor, oder? Ja. Jetzt sind wir wieder hier. Ist die jetzt offen, die Tür? Sind wir jetzt hier? Das macht doch gar keinen Sinn. Ist doch alles zu, oder? Der Keller wäre noch unten. Nach hinten ging es ja auch noch weiter. Edie's father Odin built the original house. Und Odin, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ist das nicht auch so ein nordischer Name eigentlich? Soll das hier in Norwegen spielen vielleicht? So was... Auch so von der Landschaft her... Könnte das ja hinkommen, weil es ist ja nun... Es ist eine Insel, brauchen wir uns nichts vormachen.
so die ganze Gegend, ich weiß nicht, so die... Das werden wir sicherlich noch rausfinden. So. Ich staune, dass sie mit ihrer Kugel hier nichts umreißt. Sind wir hier bei Milton jetzt? Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Okay, Barbara. Der kleine Filmstar am Broadway. Bisschen abgesägt haben. Ihr größter Erfolg scheint wahrscheinlich Bigfoot gewesen zu sein und danach eigentlich nichts mehr, oder? Barbara Finch, es hat sogar eine Puppe von ihr gegeben. Hier hat sie ein bisschen was. Aber ich glaube, Swan Lake. Ich glaube, viel Erfolg wird sie dann nicht mehr gehabt haben. Oh je. Warum ist hier gerade so eine wummernde Musik? I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Tja. Das wird sie doch nie etwa in den Tod geführt haben, oder? Auch nicht sonderlich alt geworden. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one.